Für die Violine ist fertig fürs Klavier. Ich werde der Paganini des Klaviers. Wie? Ich werde der Paganini des Klaviers. Los! Halt! Warum halt noch mal das? Warum halt, Herrscher? Mein Duellant verschlug sich. Das ist der Fall. Binde! Los! Halt! Warum, Herrscher? Warum halt? Warum halt? Genügend Anzahl auf meiner Seite. Genügend Anzahl, das ist der Fall. Bindet! Los! Halt! Warum halt noch mal das? Halt! Mein Duellant wurde getroffen. Baugast! Ein blutiges Gesellschaftsspiel. Nicht die große Mutprobe. Von wegen Mutprobe. Schissproben sind das. Ein Jurist ohne Verbindung, das gibt es doch nicht. Die alten Herren können manchem jungen Fuchs sehr nützlich sein. Glauben Sie mir, meine jungen Freunde, unsere Verbindung Marcomania ist genau das Richtige für Sie. So ein Vaterland muss größer Ihr sein. wisst doch noch gar nicht, was Vaterland bedeutet. Heimat. Es gibt auch eine Heimat der Kunst. Die Sprache der Musik verstehen Deutsche und Franzosen, Engländer und Polen. Die Marcomania heißt gemeinsame Heimat und Zukunft. Besonders für den Juristen. Juristen. Wenn ich Jurist wäre, würde ich mich eines Tages vor Langeweile erschießen. Schlagen Sie erst einmal eine tüchtige Mensur. Das braucht man, um ein richtiger Mann zu werden. Was ich brauche, ist ein Klavier. Oder ein Mädchen. Warum hast ausgerechnet du kein Klavier? Ja, und warum habe ausgerechnet ich kein Mädchen? Ich heiße Robert Schumann und wer bist du? Christel? Wir wünschen der Herr etwas Spezielles? Ja, wünsche nicht. Ein Instrument. Nein, es wünscht jemand von mir, ich soll ihm einen Flügel empfehlen. Ah ja, bitte. Probieren geht über Studieren. Bitte, mein Herr. Wünschen Sie das Instrument für sich selbst, mein Herr? Nein, ich sagte schon, ich soll nur eine Empfehlung aussprechen. Sehr interessant. Bitte, probieren Sie, spielen Sie. Kein Instrument darunter, das nicht höchsten Ansprüchen genügte. Bitte. Ich habe Instrumente nicht nur an die ersten Adelshäuser verkauft. Ich verkaufe an Orchester, Musikvereinigungen, an Pianisten von Rang. Aber spielen Sie, probieren Sie. Lassen Sie sich Zeit.
muss ja jeden Lehrer bannen, ohne die Kretzer nur anzu. Schlesien, wie heißt die Leser? Folgsam, bildsam, strebsam. Brav. Noch einmal die Tonarten. Im italienischen C-Dur? Du Do ist richtig. Clara? Do maggiore. La minore. Richtig. G-Dur Geißler? Sol maggiore. Erstaunlich. Wartet einen Augenblick. Aber ich bitte mir Ruhe aus. Mein Herr. Mein Herr! Robert, du bist der einzige von uns 4 Brüdern, der studieren konnte. Soll ich das auch mein Leben lang im Aktenstaub wühlen? Ich bin nicht zum Amtmann geboren. Und das fällt dir jetzt ein? 3 Jahre Studium sind umsonst. Eduard, bitte. Ich stehe jetzt am Kreuzweg. Und ich fühle, dass der Weg zur Kunst für mich der einzig richtige ist. Robert, setz dich zu uns. Keiner von uns will dich zwingen. Habe ich ja nicht von Wieck geschrieben? Der strengste und beste Klavierlehrer in Leipzig. Er soll entscheiden. Ach, Robert, wie soll das alles Ich enden? könnte niemals ein großer Jurist werden. Sag doch selbst, was hat man für Aussicht, wenn man nicht von Adel ist und keine Protektion und kein Reichtum hat? Ein einziges Katzbuckeln. Ein ewiges Kriechen. In der Musik könnte ich Großes leisten. Dann hättest du vor 10 Jahren damit beginnen sollen. Und bedenke, wie viele große Künstler vor dir sind. Ihr verleiht Tochter in der Wintersaison 2-mal den Gewandhauskonzert. Bitte? Etwas schneller, bitte. Es ist eine Ehre, aber es ist, wenn Sie erlauben, kein Wunder. Es hat sich schließlich herumgesprochen, wie begeistert sich Exzellenz Goethe über Claras Spiel geäußert hat. Man ruft nach ihr zurück. Nochmal von vorn. Die Heimat recht spät und verzeihen Sie. Etwas knickerig daher. Immerhin schlagen wir Ihr Angebot ja nicht aus. Sie müssen aber verstehen, dass ich in einer Zwangslage bin. Claras Ausbildung geht auf Kosten ihrer Geschwister und ich kann das nur zulassen, wenn sie mir den Winter hindurch mindestens 300 bis 400 Taler einbringt. Und deshalb muss ich frei sein in der Wahl des Zeitpunktes. Und ich meine den Zeitpunkt der Gewandhauskonzerte. Man könnte Ihnen da sicher entgegenkommen. Und was ist mit Freikarten? Freikarten stehen Ihnen, Ihre Frau Gemahlin und natürlich Ihre Tochter zur Verfügung. Auch für Konzerte, an denen Clara nicht teilnimmt. Das findet sich. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bitte um Entschuldigung. Bitte, nehmen wir doch im Salon Platz, Frau Schumann. Schön ist das gemütlich hier. Dass Sie sich ganz meiner Obhut anvertrauen wollen, lieber Schumann, ehrt mich und soll mir eine Verpflichtung sein. Ja, ich glaube, Ihren Sohn bei seiner Begabung und Fantasie zu einem der größten Klavierspieler überhaupt bilden zu können. 3 Jahre hat Robert für das Jurastudium aufgewendet. Teure Jahre. Und jetzt, wo ich glaubte, er wäre fast am Ziel, jetzt will er wieder ganz von vorn anfangen. Viel Geld ist nicht mehr übrig und... Ich bleibe bei der Musik. Ich will es, kann es und muss es. Was mir als Lehrer gelingen kann, ich sage es in aller Bescheidenheit, sieht man an meiner 11-jährigen Tochter Clara. Ich beginne gerade, sie der Welt vorzuführen. Erst neulich haben wir Herrn von Goethe in Weimar vorgespielt. Hm? Was hat er zu dir gesagt? Ich habe mehr Kraft als 6 Knaben. Ja, Geld. Während Roberts Studien bei mir können wir ihm sparen helfen. Er kann hier im Hause seinen Mittagstisch haben. Hm? Und mich dafür vielleicht hin und wieder bei jüngeren Schülern im Unterricht vertreten. Das findet sich. Manchmal bin ich so voll Musik, dass ich schon 100 Symphonien hätte schreiben können. Üben. Knecht. Zunächst einmal, lieber Freund, müssen Sie meinen Unterricht voll und ganz akzeptieren. Und durch ruhiges und anhaltendes Üben die Mechanik besiegen. Ihre Fantasie müssen Sie dabei fast gänzlich schweigen lassen. Und ebenso wie meine Tochter Clara jeden Tag einige 3- oder 4-stimmige Sätze an der Tafel arbeiten. 4, 5 Eimer recht kalter Theorie würden mir wahrscheinlich nicht schaden. Hm? Clara! Nein, nicht. Clara! Deine Mutter ruft dich. Das ist nicht meine Mutter. Das ist nur Vaters zweite Kinder, wo Frau. bleibt ihr? Das Essen ist fertig.
Dankbares Geschöpf! Ist das die Freude, die du deinem Vater machen solltest? Bin ich unter Menschen? Ja, mein lieber Schumann, hätte Sie gern dabei gehabt. Aber wie cum causa? Leider, aber ich kann es mir zurzeit auch wirklich nicht leisten. Aber es hat ja auch etwas Gutes. Sie übernehmen den Nachmittagsunterricht, wie versprochen. Sie wissen, Wittig, Itzelmann, Grüttner und so weiter. Auf Wiedersehen, meine Lieben. Und achten Sie auf Alvin. Er hat noch 5 Tage Hausarrest. Adieu, Robert. Schade, dass Sie nicht mit uns fahren. Wiedersehen, Fräulein Virtuos. Die arme Kleine. Er soll sie alle 12 Stunden am Tag üben lassen. Und lesen und schreiben soll sie noch gar nicht können. Großartig, Herr Wieck. Haben Sie noch mehr so musikalische Kinder, Herr Wieck? Sie haben alle ebenso viel Talent, aber Sie haben nichts gelernt. Wieso nicht? Weil ich nur ein Leben zu verschenken habe. Könnte sie nicht kindlicher, fröhlicher sein, wenn sie weniger spielen müsste? Das kann ich eigentlich gar nicht wissen. Meine anderen Töchter sollen aber nichts lernen, um mir keine Vorwürfe zu machen oder machen zu lassen. Meister Wieck, Sie müssen doch dem Himmel jeden Tag danken, dass er Ihnen eine solche Tochter geschenkt hat. Ja, es schneite einmal. Da fiel mir eine ungezogene Schneeflocke direkt auf die Hand und siehe, da war diese Clara. Gerade so, wie sie vor Ihnen steht. Eine leichte Zerrung. Die Hand braucht jetzt vor allem Ruhe. Und der Verband wird die Hand ruhig stellen. Sie tun gut daran, den Arm für ein paar Tage in der Schlinge zu tragen. Was ist dahin?
Da gibt's nur ein Mittel. Frisch geschlachtetes Muskelfleisch vom Rind. Möglichst noch warm. 24 Stunden drauf lassen und dann erneuern. Sie können es selbst machen das nächste Mal. Ein einfaches Naturrezept, aber Sie werden sehen, es wirkt. Das ist für dich. Sie machen sehr viel Geld mit Ihrer Tochter, Herr Wieck. Ich mache Musik. Eines müssen Sie uns noch sagen, Herr Wieck. Wie viele Stunden am Tag spielt Ihre Clara eigentlich? Das Nacht spielt sie gar nicht und am Tag sehr wenig. Du kannst viel, meine Tochter, aber vergiss nie, die Tugend ist die größte Kunst. Pardon. Hinsetzen. Ein Geschenk der Gräfin Stauffenberg für die Künstlerin. Oh, vielen Dank. Es besteht die Gefahr einer völligen Versteifung. Wir müssen die Nerven anregen. Da hilft nur eins. Die Elektrizität. Völlig neue Heilmethode. Schlaf schön. Unheilbar? Wer hat Ihnen denn das gesagt? Allerdings dürften die bisherigen Kuren eher geschadet als genützt haben. Ein halbes Jahr werden wir sicher brauchen. Also, so oft Sie können, baden Sie die Hand in diesen Kräutersud. Ja, möglichst heiß. Aber es gibt noch etwas Besseres. Ein altes Naturrezept. Die Hand in das warme Gedärm frisch geschlachteter Rinder stecken. Wie soll ich das denn machen? Ja, dann müssen Sie natürlich möglichst frühzeitig aufstehen und sich zum Schlachthof begeben. Ansonsten Hand und Arm im Kräuterverband. Vom Klavier lassen wir natürlich vorläufig die Finger. Seht mal, was für große Enten. Hast du noch nie Schwäne gesehen? Das sind doch große Enten. Nein, klar. Enten haben nicht so einen langen Hals. Das sind Schwäne. Und da hinten ist eine Gans. Was ist eine Gans? Stell dich doch nicht so dumm. Woher soll ich denn das wissen, wenn es mir keiner sagt? Sei bitte vorsichtig mit der Hand. Ich bin doch ganz sanft. Habt doch Hosen durch. Clara lädt uns alle ein. Euch beide auch. Hast du dein Geld? Wie sollte eine so berühmte Klaviervirtuosin kein Geld haben? Mein Fräulein, können wir neben ihr Angebot danken? Ich nehme diesen. Ich will dir doch nicht tun.
Erzählst du mir eine Geschichte? Welche denn? Die vom Froschkönig. Recht gut, recht expressiv und vor allen Dingen originell. Ja, originell. Aber darin des Guten vielleicht etwas zu viel. Die Wechsel sind gar zu rasch, die Fahrten zu bunt. Herr Musikdirektor, die Probe. Ich weiß, wir haben noch etwas Zeit. Die Herren möchten draußen warten, ja? Herr Schumann, entschuldigen Sie, Sie können gleich meiner Orchesterprobe beiwohnen. Danke sehr. Ja, der rasche, flatternde Harmonienwechsel. Vergessen Sie nicht, das Stück heißt Papillon. Das sind halt Schmetterlinge. Ja, gewiss, aber die wie hingeworfene Musikfetzen, die Sie Schmetterlinge nennen, haben etwas Gekünsteltes, etwas von Gewächshaus. Da fliegt der Schmetterling davon. Ihre Papillons gefallen mir durchaus, aber Sie sollten sich hüten, die Sprunghaftigkeit zum Stil zu machen, weil das der Schönheit, der Verständlichkeit und, Herr Schumann, Klarheit einer wohl durchgeführten Komposition nachteilig ist. Wohl durchgeführt. Wer einen schönen Gedanken hat, der soll ihn nicht auslutschen und ausknutschen, bis er gemein und entwürdigt ist. Dieses, was viele Komponisten tun und es dann Durchführung nennen. Wohl durchgeführt. Poesie kommt aus dem Dunkel der Fantasie, aus dem Unbewussten. Lieber Schumann, an Poesie wird es Ihnen nie mangeln. Wie soll ich sagen? Vor die Poesie haben die Götter den Schweiß gesetzt. Hier, machen Sie mir zunächst einmal aus dieser Melodie einen tüchtigen Choralsatz. Alle große Musik fängt mit dem kleinen Einmaleins, dem Generalbass ABC an. Bitte, meine Herren. Auf allen Klavierpulten liegen Herz und Hündler und Czerny, die kleinen Meister des Pedals. Und Beethoven, Weber und Schubert sind erst ein paar Jahre tot. Allem, was jung ist und was Zukunft hat, müssen wir helfen. Die Poesie der Kunst muss wieder zu Ehren kommen. Schumann hat recht. Es genügt nicht, wenn wir uns einig sind. Wir müssen die Öffentlichkeit von unseren Ideen überzeugen. Und dafür brauchen wir ein Sprachrohr. Eine Zeitschrift, eine neue Zeitschrift für Musik, wie ich sie schon ein Dutzend Mal gefordert habe. Mit Ihnen können wir doch rechnen, Herr Wieck. Sie sind unser Verbündeter. Tja, meine jungen Freunde. Ihr habt einen langen Weg, einen schweren Gang vor euch. Das Ziel ist, wenn überhaupt, nur mit äußerster Energie und Ausdauer zu erreichen. Er hat eine talentvolle Tochter dressiert. Ich aber habe eine dänische Prinzessin geküsst. Ich höre schon mal, Sie gehen nicht mehr zum Musikdirektor Dorn? Mit Dorn werde ich mich nie verstehen. Für ihn ist Musik eine einzige Fuge. Soll das heißen, dass Sie die ganze Theorie schon wieder an den Nagel hängen? Nein, das Theoriestudium an sich ist ganz gut, aber erstens fehlt mir das Geld und zweitens ist Musik eben nicht nur Technik. Eine Runde von Verleger Hertel. Für Sie auch, Herr Wieck? Nein, nein, danke. Ich muss leider gehen. Guten Abend. Darf ich Sie begleiten, Herr Wieck? Gerne. Hier überall hat Clara Furore gemacht. In den kleineren Städten lohnt sich die Plackerei nicht mehr. Demnächst werden wir Prag und Wien erobern. Ich würde Sie gern mal dabei haben, Arbeit ist das genug. Für einen allein fast so viel. Eine große Ehre. Ein Traum für mich. Ganz vorsichtig. Aufpassen. Aufpassen. Oskar. Vorsichtig. Das Instrument geht mit nach Zwickau. Für Ihre Komposition ist mir eben nichts gut genug. Pass doch auf! Ihre Verwandtschaft in Zwickau wird entzückt sein.
schön. Ich muss weinen. Habe ich Ihnen zu viel von diesem herrlichen Instrument versprochen, Herr von Bergheim? Gewiss nicht. Das Verhallen der Töne, die sich so nach und nach verlieren. Ich kenne doch den Zustand. Wie das Alter. Mit jedem Jahr verhallt ein Ton. Deshalb reist bei mir, wo es sich einrichten lässt, ein Konzertflüge mit. Ich habe dafür eigens ein Spezialfahrzeug bauen lassen. Erstaunlich. Wenn ich daran denke, dass ich dich zwingen wollte, die Musik aufzugeben. Tun Sie dasselbe und behalten Sie das Instrument. Ich kann es Ihnen zu einem günstigen Preis sagen. Ich werde mit den Herren des Kuratoriums darüber reden müssen. Ich wünsche Vielleicht dir, morgen. dass deine Fantasie dich nie verlässt. Großartig, Herr Wieck. Sie kennen meine Tochter, bald Ihre Schülerin. Reizende Ernestine, ich weiß. Mein Haus ist bereit, wenn Sie nur bereit sind zu lernen. Folgsam, strebsam, biegsam. Wunderbar. Ich freue mich so auf Leipzig. Von dir werde ich wohl am meisten lernen können. Und bestimmt werden wir Freundinnen. Ja, vielleicht. Bestimmt. Clara, dein Spiel ist wunderbar. Du musst aber meinen Robert heiraten. Mein Schüler Schumann und seine Mutter. Herr von Frick und Tochter Ernestine. Die Herrschaften kommen aus Asch. Aus Asch in Böhmen? Ja. Nun, das kenne ich. Das ist ja nicht weit von Zwickau. Ein stattlicher Landsitz. Ja, Sie sollten uns einmal besuchen, Herr Komponist. Asch ist doch ein musikalischer Landsitz. Ernestine? Nun, Madame. War Clara nicht eine gute Stellvertreterin, Robert? Clara ist viel mehr als eine gute Stellvertreterin. Unter ihren Händen erwachen meine Schmetterlinge und lernen fliegen. Gott, ist das schön. Das? Ja. Ach, gib her. Und das da. Darf ich das mal anziehen? Wenn es dir Spaß macht. Mir hat das gut gefallen, was du neulich im Konzert gespielt hast. Ah, die Papillons, die Schmetterlinge von Schumann. Schumann. Du magst ihn. Ja, er ist mein bester Freund. Dein einziger? Ja. Ganz vorsichtig. Ja, mein lieber Schumann, das bleibt das Wichtigste. Ein erstklassiges Instrument. Und wohl der Einzige, der dafür sorgt, dass noch im geringsten Nest eines zur Verfügung steht. Ein kostspieliges Opfer, vor allem, wenn man nichts verkaufen kann. Fleißig studieren, gnädiges Fräulein. Mit Robert wird es Ihnen sicher nicht allzu schwer fallen. Ganz bestimmt nicht. Ihre Hand macht hoffentlich Fortschritte. Nur Mut. Clara, es ist soweit. Verabschiede dich von deiner Mutter. Viel Glück, Clara. Lass dir den Erfolg nicht zu Kopf steigen. Und sei deinem Vater dankbar, der das alles für dich tut. Aber das bin ich doch. Auf Wiedersehen, Herr Schumann. Alles Gute, Clara. Ich werde dich sehr vermissen. Ich schreibe dir einen Brief und hänge ihn an einen Luftballon. Also, was ist das? Ass? Ja. C? H? Nein, H? Ah. Was heißt das? Nochmal. Weiß ich nicht. Ass? C? H? Heißt? Asch? Du kommst doch aus Asch. Ja. S? C? H? A? Schade, das sind die einzigen musikalischen Buchstaben in meinem Namen. Ah. Schumann gibt sonst nicht viel her. Außer unmusikalischen Buchstaben wie M. S-C-H-A, Scha, umgekehrt Asch. Jetzt schau, was daraus wird. Was hast du gedacht, als du mich zum ersten Mal sahst? Ich dachte, die wird dich retten. Retten? Wovon? Vor mir selbst, du. Sonst. Christine, Stella, mein Stern. Nein, lieber Baron, da können Sie ganz beruhigt sein. Sympathie und musikalische Freundschaft mir nicht.
Ihre Ernestine spielt vierhändig mit Schumann und sie gehen zusammen spazieren. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es noch zu keinem Kuss gekommen ist. Ja, wenn Sie da so sicher sind. Mir ist ganz anderes zu Ohren gekommen. Was tut Ernestine, wenn sie nicht Klavier spielt? Nie etwas Unrechtes. Trotzdem beunruhigt, das werden Sie verstehen. Ich kenne diesen Schumann kaum. Ich glaube nicht, dass Ernestine ihn wirklich beurteilen kann. Schumann beurteilen? Nun, ich müsste lange reden, um diesen etwas launenhaften, aber noblen, schwärmerischen und hochbegabten Komponisten und Schriftsteller richtig zu beschreiben. Das Interesse, das Ernestine an ihm nimmt, ist nur zu begreiflich. Und es müsste den Vater freuen, wenn die Tochter Zuneigung fasst. Ja, Zuneigung ist das richtige Wort für einen so genialen Menschen. Warum Sie kennen meine Frau? Warum? Ich bin auf einmal Vater geworden. Ich hatte mir übrigens gedacht, wenn es Ihnen recht ist, dass Ihre Tochter Ernestine zusammen mit Schumann, den ich ja wirklich schätze, die Patenstelle bei meiner kleinen Marie übernimmt. Ja, Was sagen Sie? Bitte. Sagen Sie ja. Ja, ich. Ich bin dir so dankbar, dass du mitgekommen bist. Ernestines Familie, das sind Kreise, in denen noch die alte Etikette zählt. Also, ich verlasse mich auf dich. Du musst für mich sprechen. Ich werde stumm sein wie ein Fisch. Nur Mut, Robert. Du sprichst für dich selbst. Halt! Ernestine ist mein schöner Genius, Mutter. Sie hängt an mir. Und meiner Kunst wird eine Frau aus solchem Hause nur gut tun. Wir kommen und dann Vater, um deine Hand zu bitten. Das ist unmöglich. Das darfst du nicht tun. Wirklich, Herr Schumann, wir freuen uns alle, einen so vielversprechenden jungen Meister des Klaviers hier draußen bei uns in Asch zu haben. Ich habe ihn einer meiner Kompositionen gewidmet. Als Gastgeschenk. Ich weiß die Ehre zu schätzen. Ja, aber spielen müssen Sie das schon selber. Ich hoffe, Sie versprechen sich nicht zu viel von meinem Spiel. Ich bin kein Virtuose. Ich schreibe vornehmlich für das Klavier. Sie müssen wissen, bei Unfricken, die Möglichkeiten des Klaviers sind genauso groß wie die eines Orchesters. Na, dann lassen Sie uns doch mal was Eigenes hören. Ich hätte gerne ein Wort mit Ihnen. Ja, ein schönes Paar. Man könnte sagen, ideal. Sagen Sie so etwas nicht, meine liebe Frau Schumann. Manches scheint ins Ideal, was keiner Wirklichkeit standhält. Ihr Sohn wird sich doch wohl keine ernstlichen Hoffnungen machen. Doch, ich fürchte. Eben. Das fürchte ich auch. Und deshalb muss ich mit Ihnen über etwas reden, was ich lieber unentdeckt gelassen hätte. Wollen Sie es nicht Robert selbst sagen, wenn es ihn betrifft? Sie werden schon verstehen, warum ich es Ihnen lieber sage. Ernestine ist nicht meine Tochter. Ist nicht? Ist nicht. Der Baron hat sie aus Gründen, die ich nicht erläutern muss, adoptiert. Oh. Das heißt, Ernestine ist keine Geborene von Frecken. Und das heißt, was für ihren Herrn so nicht unerheblich sein wird, sie wird keinen Pfennig besitzen, wenn sie die Familie verlässt. Obwohl ich es mir manchmal wünsche. Aber lassen wir das. Es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Aber vielleicht lässt sich auf diese Weise vermeiden, dass Schlimmeres entsteht. Dass Sie, Herr von Mendelssohn, unserer Clara die Ehre geben an Ihrem 16. Geburtstag, ist gewiss das schönste Geschenk. Ehre, lieber Herr Wieck, was heißt das schon? Clara erweckt in mir ein anderes Wort. Wie wahrscheinlich in jedem, der sie einmal spielen hörte. Es heißt Andacht. Sie selbst haben einmal ein großes Wort für sie geprägt. Clara von Gottes Gnaden. Ja. Na, das trifft schon. Wir sind alle Pilger.
Manch einer wird jetzt nach Leipzig pilgern müssen, um Sie zu erleben. Ja, das Gewandhaus kann sich gratulieren zu seinem neuen Dirigenten. Schon ihr erstes Konzert hat die Leipziger wachgerüttelt. Die Menschen sind wie eine träge Herde von Kühen. Die schauen auf, wenn es blitzt und grasen dann vergnügt weiter. Aber die Menschen brauchen eben manchmal einen Blitz. Chopin, Mendelssohn und Clara. Und Schumann. Aber was trinken wir? Ja, danke. Auf Sie, Herr Mendelssohn. Nein, wir trinken nur auf Ihr Glück, liebe Clara. Ja, trinken wir auf das Geburtstagskind. Und auf Ihren hochherzigen Vater, unseren großen Lehrmeister Friedrich Wieck. Und auf sein Haus, diese Stätte von Musik und Gastlichkeit. Spielen Sie uns etwas aus Ihrer neuen Komposition. Mir zuliebe. Ich spiele ein kleines Lied ohne Worte. Ein Geschenk zum 16. Geburtstag. Danke. Da ist ein Drängen, eine Not, gestorben ist der Herrgott oben und unten ist der Teufel tot. Alles schaut so grämlich trübe, so kraus verwirrt und morsch und kalt. Wäre da nicht das bisschen Liebe, so gäbe es nirgends einen Halt. Das bisschen Liebe, das ist schön. Ist das von dir? Leider nicht, von Heinrich Heine. Glaubst du, dass auf den Sternen menschenähnliche Wesen wohnen? Mich würde das nicht stören. Ich stelle mir vor, es gibt hochentwickelte Sternenbewohner. Die schauen auf uns herab durch ein Riesenfernrohr. Und was sehen sie? Nichts als winzige Milben auf einem Riesenkäse. Nun ja. Hier haben Sie einen Taler, Robert. Vielen Dank. Ich kann ihn frühestens in 8 Tagen wiedergeben. Lassen Sie sich ruhig Zeit damit. Wenn ich mich jetzt erschießen wollte, fehlte mir das Geld, mir eine Pistole zu kaufen. Tja, Sie scherzen. Aber ich muss mich doch fragen und frage Sie, wie soll das weitergehen? Sehen Sie mich an dieses Haus, das war ja nicht einfach da. Ich habe es mir erkämpfen müssen. Das flog mir durchaus nicht zu und es wird auch Ihnen nicht zufliegen. Obwohl Sie immer darauf zu hoffen scheinen. Auf die gebratenen Tauben warten Sie vergeblich. Ich glaube nicht, dass ich es mir so einfach mache. Ich genüge mir manchmal selbst nicht mehr. Dann möchte ich in einen anderen Körper oder fortrennen für Ewigkeit lang. Sie grübeln zu viel. Es ist 4 Uhr, Vater. Das Gewandhaus. Schon 4? Ich muss leider fort. Mehr Selbstvertrauen schon mal. Auf Wiedersehen, mein Kind. Spielen wir? Ja. Es ist von mir.
Ich würde auch lieber vergnügt sein mit dir wie früher, aber es geht nicht mehr. Du hast etwas Neues, etwas Fremdes. Auf jeden Fall bist du kein Kind mehr. In deinen Augen ist... Was ist eigentlich mit Ernestine? Es gibt keine Ernestine mehr. Oh, es gab doch eine. Das ist lang her und es war ein Irrtum. Mir wurde ganz schwarz vor Augen, als du mich geküsst hast. Es ist alles so neu. Deine Augen. Danke sehr. Dankeschön. Dankeschön. Es sind Konzertetüden, Capriccio nach Paganini, Intermezzi, eine Toccata und unter anderem auch eine große Sonate. Aber lieber junger Freund, das ist ja wieder alles hochkompliziert. Wer soll denn diesen Wust, diesen Spuk von Noten spielen? Was glauben Sie, wer heute Noten kauft? Dilettanten, höhere Töchter? Und die kaufen keine Musik, an der sie mit Sicherheit versagen. Ich schreibe nicht für Dilettanten. Ja, das ist aber doch hier für reine Virtuosen. Wer soll denn das spielen? Franz Liszt vielleicht, aber der spielt lieber seine eigenen Noten. Clara Wieck vielleicht noch. Ich kann nicht anders schreiben, nachdem es einen Bach, einen Mozart und einen Beethoven gegeben hat. Wollen Sie sich wirklich mit diesen Genies vergleichen? Ich fühle, dass die Musik als Sprache der Seele noch am Anfang steht. Tja, möchten Sie irgendwas essen? Nein, danke. Ein Bier hätte ich gern. Herr Wirt, bitte noch 2 Krüge Bier für uns beide. Ja? Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Und ich habe ein Geschäft und ich muss halt die Noten verkaufen, die ich drucke. Schreiben Sie etwas Eingängiges, etwas für Gesangsstimme mit Klavierbegleitung oder etwas Leichtes zu 4 Händen. Das ist beliebt, das findet Absatz. Ich will mit meinen Werken mehr den Dank der wirklichen Künstler als den des großen Publikums erreichen. Das macht mich sehr stutzig. Können Sie es ja noch mal überlegen. Schreiben Sie etwas, was die Leute verstehen. Was sie verstehen, das kaufen sie auch. Ich will gar nicht von jedermann verstanden werden. Ich glaube, Vater handelt was. Umso besser. Er hat mich immer allen anderen seiner Schüler vorgezogen. Es gab eine Zeit, da war ich schon wie sein Sohn. Es ist nicht mehr so. Sobald ich über dich spreche, spottet er über dich. Und vielleicht ich mit Mendelssohn, der Musikdirektor und der ewige Studienpflichter, zu sagen. Ein seltsames Paar. Mendelssohn ist ein außerordentlicher Mensch, aber wenn ich in ähnlichen Verhältnissen groß geworden wäre und die Kindheit dann zur Musik bestimmt, ich würde euch alle überflügeln. Vater schickt mich nach Dresden. Ich soll Gesang studieren. Wir reisen morgen ab. Morgen schon? Nur für ein paar Wochen. Wie hast du selber einmal gesagt, ich hab's mir gemerkt. Für 2, die sich lieb haben, ist die Entfernung nur eine auseinandergerückte Nähe. Warten Sie. Da ist jemand. Der lässt sich nicht abweisen. Er will Sie unbedingt sprechen. Clara. Er käme aus Leipzig. Sie kennen den Herrn? Weiß Ihr Vater? Aber natürlich, Robert Schumann ist ein guter Freund der Familie. Der Familie? So. Bitte lassen Sie uns jetzt allein.
Ich hab dir was mitgebracht. Sonate in Fis-Moll. Das Passionierteste, was ich je geschrieben habe. Ein einziger Herzensschrei nach dir. Meine Mutter ist gestorben. Jetzt habe ich nur noch dich. Was glaubt ihr, wer er ist? Dieses Genie stellt meiner Tochter an. Kaum die eine aus dem Sinn. Vater. Macht sich an dich heran. Glaubst du, ich habe es nicht gemerkt? Warum? Nehme ich dich aus Leipzig fort. Glaube dich in guter Obhut. Ich erschieße den Kerl, wenn ich mir noch mal über den Weg lasse. Ich will seinen Namen nicht mehr hören. Ich habe ihm eine Limonade gemacht. Eine kleine Erfrischung nach der langen Reise. Danke. Danke Ihnen sehr, danke. Clara. Kind. Clara, du bist Künstlerin. Der Künstler darf nie an einer Person hängen bleiben. Zu Hause in Leipzig habe ich die Partitur deines großen A-Moll-Klavierkonzertes fertig gemacht. Du könntest ein weiblicher Beethoven werden. Und was ist der? Ein verhinderter Klavierspieler, ein Schuhmacher und Schürzenjäger. Robert ist kein Schürzen. Aber meine Clara himmelt ihn an. Roberts Talent. Was? Talent. Du hast doch selber mal gesagt, was für ein Talent. Was ist das? Jawohl. Ich habe auf ihn gesetzt damals. Ich habe ihn gefördert. Ich habe ihn in mein Haus aufgenommen. Dann habe ich die Quittung dafür bekommen. Nicht das Talent macht den Mann, sondern der Charakter. Anstatt sich um die Bestattung seiner Mutter zu kümmern, kriecht er hier bei dir unter. Robert hat seine Mutter viel zu sehr geliebt. Es ist aus, ein für alle Mal aus. Robert Schumann hat aufgehört zu existieren. Ich will ihn nicht mehr sehen. Und du wirst ihn auch nicht mehr sehen. Unsere Reise nach Prag wird dich auf andere Gedanken bringen. Aber das sage ich dir. Und wird mich nicht ein zweites Mal täuschen. Bescheidene Clara Wieck, Botschafterin der Neuromantischen Schule, hat jetzt auch in Prag Triumphe gefeiert. Sie kann mit ihrem eigenen A-Moll-Klavierkonzert Liszt und Chopin an die Seite gestellt werden. Tja, wenn man das vergleicht mit dem, was in Schumanns Musikzeitschrift zu lesen stand, da hat sich jemand nur darüber ausgelassen, dass wir es mit dem Werk einer Dame zu tun haben, das man gar nicht ernsthaft besprechen könne. Das war doch gar nicht Schumann. Gerade von ihm hätte man erwarten müssen, dass er selbst über ein Konzert seiner Freundin Clara schreibt. Oder doch sonst die halbe Zeitschrift füllt. Auch daran wird sich vielleicht in Kürze etwas ändern. Wie meinen Sie das? Ich sprach neulich mit dem Verleger der Zeitschrift und habe begründete Hoffnung, Schumann in der Schriftleitung abzulösen. Meine größere Erfahrung als Musikpädagoge könnte dem Blatte gut tun. Kritik braucht Substanz. Das Publikum ist der beste Kritiker. Und das Publikum haben wir, hast du, Clara, immer auf deine Seite gebracht. Sagen Sie, ist das eine Gans oder eine Ente? Ich denke, das ist eine Gans. Höchste Zeit für dich zu Bett zu gehen. Komm.
Guten Abend. Komm. Der Wein bleibt hier. Aber ich habe ihn bezahlt. Ja, den Wein schon, aber nicht die Flasche. Kostet noch mal 2 Kreuzer extra. Ich will die Flasche ja nicht verschlucken. Geliebte Clara, du stehst vor mir so nah, als ob ich dich fassen könnte. Wir sind vom Schicksal doch füreinander bestimmt, schon lange wusste ich das. Vielleicht, dass der Vater seine Hand nicht zurückzieht, wenn ich ihn um seinen Segen bitte. Ich will mich recht tief in eine Ecke bergen und nichts denken als dich. Zeige mir, wie du wohnst und ich sage dir, was du komponierst. Sie wissen doch, dass ich für eine Musik der gemäßigten Effekte bin, gegen allzu fiebrige Visionen und Dämonen. Wenn man der Mozart unseres Jahrhunderts ist. Aber viele von uns fühlen eben anders. Ich lese übrigens mit großem Interesse und häufigem Vergnügen Ihre neue Zeitschrift für Musik. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie schreiben das alles ganz allein. Das da einmal mit Eusebius und das andere Mal mit Florestan gezeichnet ist, stammt doch zweifellos alles von Schumann. Florestan und Eusebius sind 2 Seiten meines Ichs. Eusebius ist ein besonnener Genießer, der sich nach dem Schönen sehnt und der eine Stimmung ganz auskosten will. Und Florestan zerbricht die Stimmung, zerstört das Schöne. Nicht unbedingt. Florestan ist nicht zu halten. Florestan begeistert sich für alles Zukünftige, Neue, Außerordentliche. Ihnen würde ich etwas mehr Florestan wünschen. Heutzutage laborieren doch alle nur an der modischen Pariser Verzweiflungssucht. Schreiben Sie etwas Größeres. Das sagt Clara auch immer. Das Komponieren ist doch Ihr wahres Metier. Kritisieren können auch andere. Wann finden Sie denn überhaupt noch Zeit für das Schöpferische? Die Zeitschrift ist für mich ein gewisser Halt, den ich ungern aufgeben möchte. Noch lebe ich davon. Um mehr komponieren zu können, müsste ich in ganz anderen Verhältnissen leben. Und davon kann ich nur träumen. Alter, was soll die Fummelei? Silber, komm nicht vorbei! Scheiße, das ist so langweilig. Ich habe keine Lust. Wir haben auch schon Reis zu übernachten. Wir müssen heute Abend in Leipzig sein. Hier, hopp! Hier, hopp! Lass mich in Ruhe. Es ist zu Ende. Sie hat mir alle Briefe zurückgeschickt. Aber doch nur, weil der Vater sie dazu gezwungen hat. Aber sie hat's getan. Und warum hat sie gegen den Vater durchgesetzt, morgen im Gewandhaus dein neues Klavierwerk zu spielen? Clara? Das kann sie doch gar nicht. Ist sie Franz Liszt? Vielleicht will sie mich lächerlich machen. Das glaubst du doch selber nicht. Gestern noch. Sie hat mich zu dir geschickt. Du hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Augen? Sie wartet auf ein Zeichen. Gib ihr deine Briefe zurück. Ich bring sie ihr. Die alten Briefe kann sie nicht haben. Aber neue. Neue, so viel sie will. Das ist nicht genug. Du musst sie sehen. Du musst um sie kämpfen. Unser Leipzig hat doch das beste Musikpublikum.
Die Anhänglichkeit in Clara ist wirklich rührend. Danke. Nun sage noch einer, der Prophet gelte nichts mehr in seinem eigenen Lande. Wobei Prophet eigentlich nur Sie sind, Meister Wieg. Danke. Wenn nicht die Hälfte der Leute auf Freibillett käme. Danke sehr. Danke. Wir können. Herr Schumann, morgen Abend um 10, draußen am kleinen schwarzen Haus. Clara sagt, Sie wissen dann schon. Du bist ein liebes Mädchen. Vielleicht kommt eines Tages die Zeit, wo der Mensch seine größten Ziele erreicht und die Sterne wie Amerika die neue Welt bereisen kann. Vielleicht fliegen wir eines Tages von Stern zu Stern und sehen die Erde, wie klein sie ist. Du schwärmst, komm zurück auf die Erde. Was bleibt mir denn übrig als Träumerei? Wenn man uns für Monate trennen will und deine Realität Karl Bank heißt. Glaubst du das wirklich? Vielleicht bis gestern Abend. Ich musste es ja glauben. Aber dann hätte ich dich spielen und alle Verzweiflung war wie weggeblasen. Meine Liebe zu dir ließ mich fühlen, was sie spielte. Als ich dich spielen hörte, wusste ich, wie tief ich dich liebe. Was ist das alles gegen den Schmerz, gerade von der getrennt zu sein, der dieses ganze Streben gilt? Und die mich treu und innig wiederliebt? Woher will er das wissen? 18 Monate haben sie mich geprüft, wie durfte ich ihnen zürnen? Zu gütig. Er will mir nicht zürnen, er mir. Jetzt prüfen sie mich noch einmal so lang, vielleicht gewinne ich mir ihr Vertrauen wieder. Da kann er lange warten. Finden sie mich dann bewährt, treu und männlich, so segnen sie dieses Seelenbündnis, dem zum höchsten Glück nichts fehlt, als die elterliche Weihe. Wie finden Sie das? Es ist bodenlos. Aber er schreibt doch so schön. Was tun Sie hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen! Unverschämtheit. Ich weiß nicht, über was ich mich mehr wundern soll. Über die Unverfrorenheit oder die Dummheit dieses Menschen. Mir schreibt er, ich soll das Unglück verhindern. Das Unglück. Ihnen vor allem, meine gnädige Frau, lege ich unser künftiges Geschick ans Herz. An kein stiefmütterliches. Kein stiefmütterliches Frechheit. Taktlosigkeit. Verhüten Sie das große Unglück. Verhüten Sie das große Unglück, das uns allen bevorsteht. Ihr ergebenster Robert Schumann. Ich werde das Unglück verhüten, darauf kann er sich verlassen, der soll was zu hören bekommen. Ich werde ihm was erzählen von Seelenbündnis. Was haben Sie denn getan, um mein Vertrauen zu erwerben? Hinter meinem Rücken haben Sie dem Kinde den Kopf verdreht. Unter Ihren Augen ist unsere Liebe erblüht. Sie haben mich betrogen. Und Sie wagen es, mir diesen Brief zu schreiben. Und von Weihe des elterlichen Segens zu faseln. Für wen halten Sie sich? Was haben Sie geleistet, um Anspruch auf ein Mädchen wie Clara zu erheben? Der Anspruch der Liebe. Schweigen Sie, Sie Halbgenie, Sie Viertelfaust. Natürlich käme Claras Berühmtheit Ihnen gelegen. Auf Claras Rücken wollen Sie erreichen, was Ihnen selbst nicht gelingen kann. Eine perfekte Rechnung, aber sie geht nicht auf. Ich brauche mich von Ihnen nicht beleidigen zu lassen. Sie beleidigen uns mit Ihrer Werbung. Schweigen Sie. Ich habe lang genug geschwiegen. Wer macht denn seine Rechnung auf Claras Rücken? Soll sie ausbluten, nur des kurzzeitigen Erfolges wegen? Soll sie wegen des Geldes von Konzert zu Konzert geschleppt werden? Oder warten Sie auf ein Krösus, dessen Beutel Sie sie anvertrauen können? Wer gibt Ihnen das Recht? Die Kunst. Die Kunst, die uns zusammengeführt hat. Und Sie sind selbst Künstler genug, um das so empfinden zu können. Sie liebten mich einst. Sie lieben Clara. Unser Bund müsste nach Ihrem Herzen sein. Meinem Herzen. Wie Sie immer reden. Ich kenne vor allem meine Pflichten. Meine Pflicht als Vater ist es, Clara eine Zukunft zu geben. Eine Zukunft, die Sie am allerwenigsten geben können.
Ich habe in letzter Zeit viel geschrieben. Gehen Sie, Schumann. Vergessen Sie Ihre hochfliegenden Pläne, soweit Sie Clara angehen. Werden Sie etwas aus sich selbst heraus. Arbeiten Sie. Oder meinetwegen vergnügen Sie sich. Clara wird Sie vergessen. Wir reisen morgen nach Wien. Clara! Die Unterredung mit deinem Vater war fürchterlich. Er hat Angst, mich zu verlieren. Er hat gesagt, du wirst mich vergessen. Vergessen? Du musst mir schreiben, heimlich. Schick deine Briefe nach Wien, an die Wiener Raubpost Johanna Nelber, Poste Restante, merk dir das. Und lass die Adresse von jemand anderem schreiben. Wir werden wieder getrennt, Clara. Und immer wenn der Abendstern aufgeht, werde ich bei dir sein. Bitte schön. Dukaten in Gold von der Kaiserin, 125 Gulden aus unserem letzten Konzert. Nach Abzug aller Kosten bleiben uns über 1530 Gulden Gewinn. Geschenke. Ja, viele Schmuck. Was sind denn das für Flecke? Oh, von dem Punsch wahrscheinlich. Das nächste ist besser auf, es ist ein Jammer. Alles ist hier teuer genug. Wie heißt es in dem Gedicht, das Grillparzer über dich gemacht hat? Hm? Senkt. Senkt. Sieh die weißen Finger in die Flut. Und fasst. Und hebt. Und hat's. Wir müssen ihm danken. Ich diktiere dir morgen einen Brief. Hm? Da muss ich erst den Vater fragen, ob ich so etwas Kostbares annehmen Aber darf. ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, was soll der kleine Reif gegen den Glanz, den Sie ausstrahlen? Clara, die Fürstin Stanis möchte dich sprechen. Pardon. Aber es bleibt bei unserer Verabredung morgen? Ja, ja, ich danke. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Die gnädigste Fürstin Starnitz, unsere liebenswürdige Gastgeberin, hält es für richtig und angemessen, dass Sie, die hier Versammelten, die Sie eben noch Ihre Aufmerksamkeit dem Spiel meiner Tochter Clara auf dem Pianoforte schenkten, dass Sie die Ersten sein sollen, die von der Auszeichnung erfahren, die seiner Majestät der Kaiser, unserer jungen Künstlerin zuzuerkennen, die Gnade hatte. Der Herr Minister Graf Kolowrat hat mir heute Nachmittag persönlich die Ernennung Clara Wiegs zur kaiserlich und königlichen Kammervirtuosin überbracht. Für eine Ausländerin und übrigens Protestantin im Alter von ganzen 18 Jahren, fast unglaublich. Also endlich mit seiner Auszeichnung kommen musste, nachdem alle Zuckerbäcker von Wien es ihm schon vorgelegt haben. Wer ist denn noch Kammervirtuose? Paganini, Thalberg, Liszt. Die Torte à la Clara Wieg probiert nachher. Die zergeht auf der Zunge. Wo gibt's die? Überall, in allen Kaffeehäusern. Darf sie doch so nennen. Tun Sie uns die Liebe, zur Feier der kaiserlichen Auszeichnung noch etwas für uns zu spielen. Aber gern. Und hier ein kleines Geschenk für Sie, für die große Künstlerin. Clara, so freundlich gebeten wollen wir uns doch. Ich spiele Ihnen gern noch etwas. Ich spiele aus der Sonate G-Moll von Robert Schumann.
allen Dingen nicht. Nach Mendelssohn vielleicht der größte deutsche Komponist der jüngeren Generation. Interessant. Ein Wundermädel. Ein ungezügeltes Wesen. Also wie kann man sich nur so gehen lassen? Bach hatte die Schwere, Mozart die Leichtigkeit, Beethoven die Wärme und Schubert die Dunkelheit. Und du, was hast du? Mir bleibt nur das Nichts. Aber die Unendlichkeit des Nichts ist viel größer als alles in allem zusammen. Es ist 1 Uhr und ich schreibe voll Herzensangst stehen in unserem Zimmer. Heute haben wir wieder von dir gesprochen. Clara, was machst du? Warum schläfst du nicht? Ich schreibe doch in mein Tagebuch. Dem Vater habe ich gesagt, er könne zu mir reden, was er wolle. Und ich sage es auch dir jetzt wieder. Meine Liebe zu dir ist grenzenlos. Ja, willst du heute mein Leben, so gebe ich es für dich. Du glaubst gar nicht, wie viele Freuden und Leiden in einem so kleinen Häufel Noten begraben liegen. Warum machst du das überhaupt? Wie kommt so einer wie du darauf, Musik zu erfinden? Der Unsterblichkeit wegen. Oder weil gerade zufällig der Flügel offen steht. Vielleicht will ein paar gute Freunde loben. Oder um das Lächeln eines schönen Mädchens zu gewinnen. Oder auch aus gar keinem Grund. Es ist Besuch auf der Treppe. Mach dir keine Gedanken um mich, Roman. Ich weiß ja, dass du eine Lückenbüßerin bist. Ich weiß auch noch gern, Herr Komponist. Besuch für Sie, Herr Schumann. Ich kam gerade an Ihrem Haus vorbei. Entschuldigen Sie den Überfall. Wir sind erst gestern aus Wien zurück. Höhepunkt auf Höhepunkt. Clara hat die Leute in einen Enthusiasmus versetzt. Unbeschreiblich. Vom ersten Konzert an Beifallstürme. Kenner setzen Clara noch über den derzeit in Wien so gefeierten Thalberg, weil sie mit Begeisterung und eben inniger spiele. Stellen Sie sich vor. Eigentlich habe ich nie daran gezweifelt, dass Clara die erste unter allen Pianisten sein kann. Gut, dass Sie das sagen, sehen Sie. Ich bin nicht ganz ohne Grund zu Ihnen heraufgestiegen. Wir, das heißt Clara und ich, haben gelegentlich auch von Ihnen gesprochen. Übrigens haben wir auch hin und wieder ein Musikstück von Ihnen in die Konzerte eingefügt. Tja. Und dann kam dann auch prompt die Frage, wer ist eigentlich dieser Schumann? Verstehen Sie mich recht, was ich sagen will ist, Clara ist in der ganzen Musikwelt ein Begriff, ein Stern. Sie dagegen kennt man nicht. Man wird mich kennenlernen. Mit Clara an meiner Seite wird meine Kunst wachsen und blühen. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Clara Wieck als Handlungsreisende für ihre Musik. Ich liebe Clara. Nicht, weil sie eine große Künstlerin ist. Ich liebe sie, weil sie ist, wie sie ist. Weil ich sie liebe. Wenn Sie Clara lieben, Robert, dann verzichten Sie. Lassen Sie meine Tochter endlich in Ruhe. Die erste unter den Pianisten könnte sie sein, haben Sie gesagt. Ganz richtig, sie könnte es sein. Wenn sie sich ganz auf die Kunst konzentriert und nicht herabgezogen wird in eine so vulgäre Leidenschaft. Herabgezogen durch mich? Ich habe durchaus nichts gegen Sie, Schumann. Aber für Clara sind Sie Gift.
Adieu. Sie vergiften unsere Liebe! Tust mir leid, Robert. Adieu. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal lerne, einen Menschen zu hassen. Du und hassen. Quält mich jetzt, zerstört mich mitten im Drang. Schönes zu schaffen. Bin ich zu wenig neben ihm? Du musst eine Symphonie, eine große Symphonie komponieren, wie Beethovens 9. Ich mache zurzeit kleine Stücke. Miniaturen. Für Kinder. Darfst du nicht hassen, hassen schon gar nicht. Dauern, ja. Manchmal wünschte ich, sie würde schlechter spielen, damit sie es nicht gar so toll treiben. Mit jedem Beifallsturm schiebt mich Wieg ein Stück weiter weg von ihr. Er wird verlieren, du wirst gewinnen. Bin ich nicht so sicher. Fräulein Clara! Fräulein Clara! Fräulein Clara! Herr Bankers, ich bitte Sie. Guten Tag. Was ich Sie fragen wollte, sind Sie eigentlich am nächsten Mittwoch in Leipzig? Ich möchte so gern ein paar Worte mit Ihnen alleine sprechen. Warum Mittwoch? Ja, warum Mittwoch? Mittwoch ist eigentlich mein Glückstag, aber Sie wissen ja längst, was ich zu sagen, was ich zu fragen habe. Bei Ihrem Herrn Vater habe ich schon vor 2 Jahren um Ihre Hand angehalten. Und er sagte, ich möchte vielleicht in 2 oder in 3 Jahren wieder vorsprechen. Ja. Und die sind jetzt da wollte ich mal wieder nachfragen. Ja, Herr Bank, da muss ich. Es ist meine Pflicht in aller Hoffnung. Tun Sie das um Gottes Willen nicht. Lassen Sie mich lieber im Unklaren. Vielleicht in 2 oder 3 oder in 4 Jahren. Nicht in 4, nicht in 5, nicht in 10. Und wenn ich Ihren Herrn Vater noch mal fragte, ja? Nein? Lassen Sie mir eine kleine Hoffnung. Adieu, Herr Bank. Ich musste dich noch einmal sehen, bevor ich nach Paris fahre. Es ist also entschieden? Längst. Aber ich war allein. Einmal muss ich heute beweisen, dass du nicht überall dabei sein musst. Robert, du musst wissen, es fällt mir schwer, Vater weh zu tun. Viel schlimmer ist, dass ich dich nicht begleiten kann. Aber was soll ich dir schon nutzen? Wenn wir verheiratet wären, ja. Einmal wirst du dich entscheiden müssen. Das kleine Stück heißt Träumerei. Das ist etwas für Kinder. Ja, die Virtuosin musst du vergessen. Es ist ja etwas ganz Einfaches. So wie Eusebius, so melodisch. Das wird den Verlegern gefallen und dem Publikum. Ich habe viele solcher kleinen Stücke geschrieben. Ich bin überhaupt in allem, was ich schreibe, viel heiterer, weicher und melodischer geworden. Woher nimmst du das? Das bist du. Ich möchte. Ich will in deinen Tönen untergehen. Weißt du noch? Am Anfang Himmel und Hölle hast du mir gezeigt. Ich ganz klar. Ganz.
Ich würde ja so gern mitfahren. Aber Vater will es nicht, du weißt. Schade. Alles schon gepackt. Es kann noch sehr kalt sein um diese Zeit in Paris. Kälter als man denkt. Warme Sachen mitnehmen. Keine Sorge, Herr Wick. Wir haben an alles gedacht. Steht auch alles auf dem Zettel. Hier, schauen Sie. Danke. Das bleibt hier. Meine geliebte Braut, mit welcher Sehnsucht habe ich deiner gedacht? Wie lange werden wir nun wieder getrennt sein? Hast du dir einmal überlegt, dass unsere Liebe eine Geschichte von langen, schweren Abschieden ist? Wir müssen diesem entsetzlichen Zustand ein Ende bereiten. Wenn es sein muss, werden wir den Ehekonsens gegen den Willen deines Vaters vor Gericht erwirken. Ich habe gar keine Angst mehr um dich. Wenn ich dich wiedersehe, lasse ich dich nie wieder los. Wenn ich dich wiedersehe, da schreie ich, da weine ich, dann lasse ich dich nie wieder los. Nie. Sie, Genie, sie viertelt fast. Auf Claras Rücken wollen Sie erreichen, was Ihnen selbst nicht gelingen kann. Und bedenke, wie viele große Künstler vor dir sind. C'est pas Mendelssohn, c'est n'importe quoi. Vous êtes un momou. Écoutez. Voilà, encore une fois, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment pas capable, enfin. Calmez-vous, mademoiselle. Ça suffit maintenant. Nous ne sommes pas des enfants. Haben Sie verstanden, wir sind kein Kinder. Et vos élèves non plus. Gewiss kein Schüler mehr, Mademoiselle. Und wir wollen ordinieren nicht sein. Bewundern die junge Talente. lösen. Wir lassen uns nicht irritieren von einer jungen Fille. Einem jungen Mädchen wie Sie. Junges Mädchen, junges Talent, diese eingebildeten Dilettanten. Nur als ob die Kunst etwas mit dem Alter zu tun hätte. Ich gebe schließlich schon seit 10 Jahren Konzerte. Und das eine sage ich dir, wie wollen wir das schaffen? Die Proben, die Konzertzettel, die Einladungen, die... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich dir nur mehr helfen könnte. Und dann diese hochmütigen, eingebildeten Pariser Dilettanten. Aber morgen Abend kannst du ja allein spielen. On reprend la diligence jusqu'à Auray, et après on a une malle Ja, Clara. Diese Menschen lieben deine Musik nicht. Die verstehen sie nicht.
Artillerie reconnaissante. Für die großen Männer das Vaterland anerkannt. Für die großen Männer der Dank des Vaterlandes. Den großen Männern. Wir nahen uns daher dem Königlichen Hohen Appellationsgericht. Auch dasselbe wolle gedachten Herrn Friedrich Wieck zur Erteilung seiner väterlichen Zustimmung zu unserem ehelichen Bündnisse veranlassen oder dieselbe nach Befinden, anstatt seiner uns zu erteilen, hochgeneigtes geruhen. Robert Schumann, Clara Wieck, Leipzig, den 8. Juni 1839. Die Unterschrift der Clara Wieck ist ordnungsgemäß von der sächsischen Gesandtschaft in Paris beglaubigt. Das ist alles. Deshalb kommen Sie her. Ich möchte Sie ersuchen, Ihren persönlichen Widerwillen gegen Herrn Schumann zurückzustellen und den erflehten Ehekonsens zu erteilen. Ich kann es nicht verantworten. Wenn ich Sie nur zur Einsicht bringen könnte. Zur Einsicht mich? Bringen Sie lieber die zur Einsicht, die Sie geschickt haben, Sie Advokat eines davongelaufenen, verblendeten Mädchens und Ihres liederlichen Verführers. Ein feines Handwerk, schrecklich. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Aber vor Gericht, da werde ich reden. Ich bin ihr entgegengefahren. Vater hat mir geschrieben, ich darf nicht mehr zu ihm. Dein Vater. Ich bin jetzt da. Wenn ich noch einmal mit ihm redete. Er liebt mich doch trotz allem. Nur aus Eigennutz. Nein, ich will nicht, dass du dich wieder mit ihm versöhnst. Es gibt Gesetze der Ehre, die... Und du meinst tatsächlich, ich muss vor Gericht erscheinen? Das Gericht wird es verlangen. Wir müssen stark sein. Dass es dazu kommen musste. Vielleicht verlange ich zu viel Kraft von dir. Dass wir gewinnen, daran besteht kein Zweifel. Da bin ich nicht so sicher. Vielleicht sollen wir weggehen. Weg aus dem Dunstkreis des Wütenden. Wieso weg? Nach Berlin oder Wien. Du glaubst gar nicht, welche Seligkeit es ist, für die lebendige Stimme zu schreiben. Deine Lieder? Du wirst dich wundern, was ich alles gemacht habe in der letzten Zeit. Es muss ein komischer Gott sein, der uns zum Sterben leben lässt. Er lässt uns für die Liebe leben, Robert. Warum darf eigentlich nur der König seine Frau in seinem eigenen Garten bestatten? Ich mag überhaupt keine Beerdigung. Deswegen bin ich auch nicht nach Zwickau gefahren, als meine Mutter starb. Ich konnte es nicht. Vater hat es dir damals sehr übel genommen. Guten Abend, Vater. Habe den Besuch nicht mehr erwartet. Wir schließen. Auf Wiedersehen. Ich wusste ja nicht, was ich tun sollte. Du hast mir verboten, nach Hause zu kommen.
Dieses Zuhause hast du selbst aufgegeben. Aber Vater. Von deinem Vater hast du dich abgewandt. Aber doch nicht abgewandt. Für dich habe ich die Tage und Nächte meiner besten Jahre geopfert. Ja. Das vergesse ich dir nie. Aber irgendwann musste ich alleine meinen eigenen Weg gehen. Ich höre einen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. In Paris habe ich erfahren, wie schwer es ist allein. Ohne dich. Es muss ja noch nicht zu spät sein. Noch nicht, Clara, ich sage das ausdrücklich. Lass uns noch eine Tournee miteinander machen. Lass mich dir noch einmal die Welt öffnen. Ich kann nicht. Waren wir nicht gut gefährdet? Ich kann jetzt nicht mehr zurück, Vater. 6.000 Taler Reingewinn wären dir sicher. Für mich war die Musik immer eine Sache des Herzens. Und mein Herz gehört Robert. Und ich weiß genau, wenn ich ihn verliere, kann ich auch nicht mehr spielen. Du willst dein Leben also endgültig an diese traurige Künstlerruine hängen. Er wird dir nur im Wege stehen. Der Mann ist doch krank. So wie ich ihn brauche, braucht er mich. Vater. Wir sollten der Welt nicht weiter dieses Schauspiel, dieses Streits bieten, was uns alle nur unglücklich macht. Gib Robert und mir deine Einwilligung, bevor das Gericht entscheidet. Glaubst du, das Gericht wird ausgerechnet einem hergelaufenen Musikanten Recht geben, dessen einziger genialer Einfall es war, im richtigen Moment meine Tochter zu verführen? Allein hat das zu nichts gebracht. Ein Einkommen von 1000 Talern kann er leicht nachweisen. Und für den Anfang haben wir meine Ersparnisse von den früheren Konzertreisen. Deine Ersparnisse? Glaubst du, ich werde unser mühsam verdientes Geld diesem Schuldenmacher in den Rachen werfen? Ich soll also mit leeren Händen in meine Ehe gehen. Du wirst mir noch einmal dankbar sein für den Notgroschen, den ich für dich bewahre. Würdest du mir bitte meinen Flügel bringen lassen? Du weißt wohin. In diesem Haus hast du keinen Flügel. Nein, Clara. Dir gehört hier gar nichts mehr. Es ist meine moralische Pflicht, hohes Gericht, diese Verbindung zu verhindern. Eine Verbindung, die die sichere Quelle namenlosen Familienunglück sein würde. Der Kläger hat nicht nur meine unmündige Tochter verführt, er hat gleichzeitig einer anderen Schülerin meines Hauses, die ich ausdrücklich vor ihm gewarnt hatte, nachgestellt. Ja, er ist sogar ein bis heute ungeklärtes Verlöbnis mit ihr eingegangen. Das Gericht ist bereits Ihrem schriftlich eingereichten Hinweis nachgegangen und hat den Vater dieser Schülerin als Zeugen gebeten. Bitte, Baron von Fricken. Baron von Fricken, bitte. Sie sind Baron von Fricken aus Asch in Böhmen? Ja. Sie kennen die anwesenden Parteien aus der Zeit, als Ihre Tochter Schülerin des beklagten Friedrich Wieck war. So ist es. Allerdings ist Ernestine nicht meine leibliche Tochter. Ich habe ihr lediglich meinen Namen gegeben. Eine Adoptivtochter gewissermaßen. Herr Wieck hat ausgesagt, dass Ihre Adoptivtochter mit dem Kläger Herrn Schumann ein intimes Verhältnis pflegte. Ja, ein Verlöbnis geschlossen hatte. Eine Behauptung, Herr Präsident, die mich in Erstaunen versetzt. Ernestine war nie mit Schumann verlobt. Wie war Ihr Verhältnis? Hat er ihr nie einen Antrag gemacht? Herr Wieck hat mir damals bedeutet, dass es eine rein musikalische Freundschaft gewesen sei, sonst nichts. Ja, aber das schweigen Sie besser. Ihre Erklärung wird zu Protokoll genommen. Es ist gut, Baron. Sie können gehen, danke. Darf ich mir noch eine persönliche Bemerkung erlauben? Bitte? Ich verstehe nämlich diesen ganzen Streit nicht. Ich hatte immer das Gefühl, dass Sie Ihre Tochter Clara für Robert Schumann und seine Musik erzogen haben. Herr Wieck. Danke, Baron. Herr Wieck, wollen Sie Ihren Vorwurf trotz dieser Erklärung aufrechterhalten? Ich verzichte darauf, den Worten dieses gewissen Adoptivvaters entgegenzutreten. Meine kindlich unerfahrene Tochter ist durch das angeblich mystisch-träumerische Wesen des Herrn Schumann verblendet worden. In Wirklichkeit ist er dem geistigen Stumpfsinn anheimgefallen.
Dieser Mann kann meine Tochter nur ins Unglück stürzen, weil er den Nachtseiten, den Schattenseiten des Lebens und der Kunst verkettet ist. Mein aus dem Mond gefallenes Lied. Sie zwingen mich öffentlich auszusprechen, was ich dem Gericht vertraulich mitteilte. Dieser Mann, der mein Kind zur Frau begehrt, musste sich seines Gemütszustandes wegen in ärztliche Behandlung geben. Und ich habe die traurige Pflicht, weiterhin zu Protokoll zu geben, dass der Vater des Klägers an einer Nervenkrankheit starb, dass eine Schwester des Klägers, er wird es nicht leugnen können, in früher Jugend an einer Geisteskrankheit zugrunde gegangen ist. Ich protestiere energisch. Ich bitte um Ruhe. Würden Sie, Herr Präsident, Ihre Tochter einem Manne anvertrauen, der ein hemmungsloser Schuldenmacher und verzweifelter Gewohnheitstrinker ist? Wie wollen Sie diese Trunksuchtsbeschuldigung beweisen, Herr Wieck? Befragen Sie Herrn Musikdirektor Bank. Er ist hier. Der Liederzweig aus Passau, es wird immer besser. Ist der angesprochene Zeuge Bank zugegen? Ja. Zeuge Bank, bitte. Kommen Sie nur zu mir. Ihr Name? Bank, Karl Bank, derzeit Musikdirektor in Jena. Können Sie etwas über die Lebensgewohnheiten des Herrn Schumann aussagen? Machen Sie den Mund auf, Bank. Nun, ich kenne Herrn Schumann, ich kenne ihn seit Jahren. Dabei habe ich auch an einigen seiner im Verbrauch von bayerischem Bier und Champagner exzessiven Abendunterhaltungen, den sogenannten attischen Nächten, teilgenommen. Das warf kein besonders gutes Licht auf die Lebensgewohnheiten des Herrn Klägers. Danke, Sie können gehen. Ich erbitte das Wort für den von mir hinzugezogenen Kollegen Becker. Bitte? Ich kenne Herrn Dr. Schumann seit meiner Studienzeit. Ich habe, wie Herr Musikdirektor Bank, an ein paar lustig durchschwärmten Nächten teilgenommen, wie sie bei jedem Sohn aus gutem Hause während der Studienzeit die Regel sind. Vielleicht erinnert sich auch das Hohe Gericht. Aber es geht nicht an, dass man einem Manne böswillig Ausschweifungen vorwirft, der sich als Komponist und Schriftsteller weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus verdient gemacht hat. Die Universität Jena hat ihm erst vor wenigen Tagen in Anbetracht dieser Tatsache den Doktortitel verliehen. Dem Artifex Ingeniosus et Judex Elegans, dem erfindungsreichen Künstler und gewandten Kritiker. Ein Doktortitel im richtigen Moment bestellt. Man weiß ja, wie man dazu kommt. Erfindungsreicher Künstler. Wo sind denn seine Symphonien? Wo sind denn seine großen Kompositionen, die man auf den Konzertpodigen der Welt hört? Ein paar hastig hingeworfene Klavierimprovisationen, nichts Ganzes. Nur Zerrissenes. Und der Schriftsteller eine Unperson. Er versteckt sich hinter läppischen Pseudonymen wie Florestan Eusebius. Fadenscheinige Geheimnistuerei, die der Würde der wahren Kunst fremd ist. Ein Scharlatan, der sein Unvermögen hinter dem Ruhm und der Kunst einer Clara Wieck verbergen will. Aus Berechnung. Was sonst? Das sind wenig konkrete Auslassungen, Herr Wieck. Was sonst? Das Gericht kann keine künstlerischen Werturteile fällen. Mein Hochzeitsgeschenk sind meine Lieder. Macht mich mir wert, dein Lied hat mich von ihr verklärt. Du hebst mich liebend über mich, mein guter Geist, mein bestes Lied. Das würde ich so lassen. Ganz einfach. Wenn überhaupt, dann Sehr wird es leicht wie gleichmäßig. eine Lerche, also ein bisschen. Ja. Dann die Streicher, dann die Bläser mit dem Thema. Ja, mit dem Anfangsthema Und zum unten Schluss. Streicher, oder? Streicher, aber schon die Ja, Bläser aber- ganz vorne, ganz vorne die Bläser. Das würde ich schon. Also für dies. Ja, das ist. Ja, das ist besser, ja. Das ist nicht meine Musik, Schumann, aber ich freue mich, sie zu dirigieren. Clara, wir haben einen Namen für meine Symphonie. Oh ja? Frühlingssymphonie. Frühlingssymphonie, schön. Danke.
gar nicht weiter stören. Ich wollte nur sagen, ich gehe noch etwas spazieren. Ihr Robert arbeitet, darf ich Sie begleiten? Nein, Sie bleiben besser. Robert braucht Sie halt nötiger als mich. Es ist schade, dass Ihr Vater weggeht. Das ist doch ein Verlust für das Musikleben Leipzigs. Er hat mir meinen Flügel geschickt. Ich kann nur hoffen, dass die Wohnung nicht zu klein und die Wände nicht zu dünn sind für 2 Instrumente. Bitte? Entschuldigt mich. Clara brachte in 12 Jahren 8 Kinder zur Welt. Dieses Foto seiner Kinder ließ sich Robert Schumann in die Nervenheilanstalt Endenich bei Bonn bringen. Er starb dort 1854 im Alter von 46 Jahren. Clara überlebte ihn um 40 Jahre. Sie war die Herausgeberin und in ganz Europa gefeierte Interpretin seiner Musik.